kann künstliche Intelligenz Vorurteile haben? Und ja, sie kann es. Es ist sehr wahrscheinlich sogar, dass künstliche Intelligenz Vorurteile hat, weil eben künstliche Intelligenz keine objektive Technologie ist, sondern weil sie eben von Menschen programmiert wird. AI is not something strange that has been created by crazy scientists or whatever. It's just us. I wanted that when we entered the exhibition, to see how this dream is commonly shared. Dream of not having to work, a dream of spending all your time in leisure. Erewhon, vous savez, c'est moi. Ich finde es super, dass wir diese zentrale Arbeit als Aufmacher positioniert haben, nämlich dieses Welcome to Yerevan von Noguès, Wagon und Dégouttin, weil das eine Arbeit ist, die quasi mal dieses Panorama aufmacht. Was sind eigentlich so die Wunschvorstellungen, die sich mit diesen Technologien heutzutage schon verbinden oder auch was ist schon Teil der Realität? Also die feuchten Träume der kompletten, der totalen Automatisierung. Session d'activités ludiques qui caractérise la vie de bureau en Erewhon favorise heureusement l'allongement de la période infantile de l'homme. Ich war am Anfang davon auch sehr fasziniert und je mehr ich mich aber reingearbeitet habe und mir auch die technischen Grundlagen angesehen habe, desto mehr habe ich festgestellt, dass dort sehr wenig intelligent ist, sondern dass es hauptsächlich eben um Mustererkennung geht, um Statistik. Man könnte auch, wenn man das böse formulieren möchte, das ganze Feld als automatisierte Statistik bezeichnen. So we really agreed on having a critical look at AI, trying to see what's behind the surface and how this really works. And not only imaginary Hollywood movies that are full of really angry machines that want to destroy humanity, or very sweet digital assistants who want to make love with you. We wanted to clean up a little bit this phantasm around AI and have a close look at how this works. Es gibt sozusagen so zwei wesentliche Phantasmen, dass quasi die Menschen von den immer mächtiger werdenden Maschinen überwältigt werden. Eine Sehnsucht eigentlich danach, beherrscht zu werden, die auch von der eigenen Verantwortung dann entlastet. Und das andere Phantasma war die Idee, dass durch künstliche Intelligenz eine Entlastung unseres Arbeitslebens eintreten kann, eben durch künstliche Assistenten, die dann all die unangenehmen Dinge für uns, die wir nicht selber machen wollen, für uns erledigen. Es gibt diesen Begriff der Artificial Intelligence. Der wurde von Amazon geprägt für diese Plattform Amazon Mechanical Turk. Das ist eine Plattform für Microworkers, auf denen eben global wirklich so kleine Arbeitseinheiten gemacht werden können und dann eben auch mit Micropayments vergütet werden. Zentral für die Ausstellung ist die Vorstellung, dass Technik nicht allein auf der Verwendung von Zahlen und von Computern und Automatisierung beruht, sondern dass ganz viel davon mit menschlicher Arbeit verbunden ist, die unsichtbar gemacht wird und die aber stattfinden muss, damit die Automatisierungen dann überhaupt funktionieren können. Wir stehen hier vor einer Arbeit von Jake Elvis, The ZZ Show.
Hier geht es um das Queeren von künstlicher Intelligenz, weil es ja oft in anderen Arbeiten hier auch sehr stark um die Problematik der Normalisierung geht. Nebenan im Raum von Moushon Ser Aviv, was ja auch den Titel hat Normalizing, wo man quasi dazu angehalten wird, normalere Gesichter zu finden, geht es eben bei Jack Elvis darum, so Standarddatensätze etwas zu erweitern und durcheinander zu bringen. Das ist eine Arbeit, die er mit befreundeten Drag-Performern aufgezeichnet hat während der Pandemie in leerstehenden und geschlossenen Theatern, wo sie eben verschiedene Acts aufgezeichnet haben und er quasi diese Datensätze von unterschiedlichen Drag-PerformerInnen nutzt, um neue Datensätze zu erstellen, mit denen dann quasi bestehende Datensätze gequeert werden. Willkommen and bienvenue. Welcome im Cabaret, au Cabaret, to Cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames and Messieurs, Ladies, Gentlemen, and everyone between and beyond the binary, welcome to the Zizi Show. Some works I also discovered for this exhibition. The Sorting Sound by Nikhil really poses the question of a different way of seeing the world when you are a human or when you are a machine. Aren't all of these chairs American, European, IKEA? So many different chairs, but all so familiar, so limited in form. Context matters. It adds significance to these objects. Woher wissen wir denn, dass ein Stuhl ist? Wird die Tatsache, dass es ein Stuhl ist, durch seine Form bestimmt oder ist es die Art und Weise der Nutzung, dass wir eben auf diesem Ding, auf diesem Objekt sitzen können? Wir Menschen definieren etwas als Stuhl relativ situativ, das heißt, wir machen das vom Kontext abhängig und das können eben Maschinen nicht. Maschinen haben ganz starre Kategorien. The scan of it, it's basically lasers reflecting off of things and coming back. I think it's a question of responsibility. Like, for example, in the video by Nicolas Gouraud, which is about these vehicle operators, these people who are learning the autonomous car to be really autonomous. If you're looking at a clock, your hands would be at 5 and 7. When Hélène Ergberg died, she had this accident with a Uber car when she was crossing the street. The question in the newspaper were, who is responsible? Is it like the guy who did the software? Is it the guy who built the car? Is it the vehicle operator who was watching Netflix instead of doing her job? So it's all this question of responsibility. When you automize society, then it's like you're getting rid of responsibility. Class is bound up with how some people feel entitled or dominated. Classes are the product of myriad processes of accumulation and sedimentation formed in combination with other inequalities, such as race and gender, as distinctive crystallizations of advantage. Classification is power. In this art installation, you still have the choice to participate or not, which is the big difference. Because very often when you have this online application, like see your face when you are 100-year-old, you know, it's so playful and you want to do it. And you do not think that, okay, I'm opening my webcam, they take my picture, I don't know what they do with my picture. It's just playful. And this is really a big strategy also to get those kind of images. So it's also, to make people aware of that. To avoid any kind of explosion or any kind of anger, sadness, there's never a time I really have to ask for anything. It's like Lauren already knows what I'm feeling. Lauren feels what I'm feeling. So where you can focus on the more important things. Und dann noch die Arbeit von Lauren McCarthy, wo sie Bewohnerinnen einer Wohnung beobachtet
und mit ihnen zusammenarbeitet, so als wäre sie selber ein Smart Assistant. Wenn also in meiner Wohnung Echo oder Alexa steht, dann ist das ja die ganze Zeit angeschaltet, um eben auf das Schlüsselwort zu hören, dass ich was von Echo oder Alexa möchte. Und jetzt versetzt sie sich selber in diese Rolle, Echo oder Alexa zu sein und schaltet das Licht an oder macht Musik an für die Bewohnerin. Also da wird das Prinzip umgedreht, aber auch nochmal dieser Aspekt, dass die ganze Zeit ein technisches Gerät, aber möglicherweise auch Menschen zuhören, verdeutlicht. Warum hören möglicherweise auch Menschen zu? Weil nicht alles, was auf Alexa oder auf Echo eindringt, wird von den Systemen verstanden und dann wird es teilweise zu Menschen durchgeschleust, die das quasi nochmal nachhören und nachtrainieren. So these are people, and with each one I'm watching and anticipating and trying to figure out what is it that they need. And it almost becomes sort of like a game. In diesem letzten Teil der Ausstellung, bevor wir den Exit through the Gift Shop machen, gibt es hier ja mehrere Arbeiten, die Möglichkeiten aufzeigen wollen, wie wir uns gegen diese Systeme zur Wehr setzen können, also Handlungsmacht rückzugewinnen. Und da ist eben die Arbeit von Aram Bartol eine Möglichkeit, die das eigene Gesicht verpixelt. Adam Harvey hat auch dazu gearbeitet, wie man Schminke auftragen kann, ohne dass man dann von den Gesichtserkennungs- oder Face-Recognition-Systemen erkannt wird. Wir entlassen eigentlich die Besuchenden eher mit diesem leicht ironischen Titel Exit through the Gift Shop. Das sind wirklich leichtere Arbeiten, wo es auch um skurrile Momente geht. You decide that enough is really enough. You've always performed your best self and it's okay for you to continue performing. But this role is just over. You drive across the floor until you hit an obstacle. You don't care at all. You just bounce off and keep going. Es kann nicht dabei bleiben, dass künstliche Intelligenz so eine Art Blackbox ist, wo wir nicht genau wissen, wieso kommt jetzt mit dem Input der Output raus, sondern wir müssen, glaube ich, alle miteinander als Gesellschaft sehr genau darüber Bescheid wissen, wie diese Blackbox im Inneren funktioniert.